Kennt ihr das, wenn man an einem Ort unterwegs ist, beruflich oder aus anderen Gründen und in diesem Ort hat man auch Familie, dann muss man die Familie aber auch besuchen. Das klingt jetzt so ein bisschen negativ, aber ich meine das eigentlich völlig positiv. Das ist ja schon fast wie Familie hier bei Inakustik und wenn ich schon auf der High-End bin, kann ich nicht anders als auch bei Inakustik vorbeizuschauen. Tobi, ich habe ein paar Fragen und jetzt gehen wir zum ernsteren Teil. Was bedeutet die High-End für Inakustik? Die bedeutet in erster Linie den Kontakt zum Kunden zu haben, also zu demjenigen, der letztlich unsere Produkte auch zu Hause anwendet. Weil du weißt ja, wir vermarkten ausschließlich indirekt, also über den Fachhandel. Das heißt, da findet in erster Linie der Kontakt statt. Umso wichtiger ist es für uns auf Messen wie jetzt der High-End und auf diversen anderen Messen halt den Kontakt zum Endkunden zu haben, um sich mit ihm auszutauschen, über unser Hobby zu philosophieren, über unsere Leidenschaft zu diskutieren, über die Musik. Und vor allem dann auch das Feedback einzuholen zu unseren Produkten, vielleicht auch Kritik und Verbesserungsvorschläge ist ja auch ganz wichtig. Ja. Einfach sich mit den Leuten auszutauschen. Das ist jetzt natürlich nach der langen Corona-Zeit, wo das ja erst recht nicht möglich war, umso schöner und umso wichtiger mit den Leuten einfach nochmal über die Musik zu philosophieren, ein Schwätzchen zu halten, zu schnacken. Also das ist eigentlich ja, das Wichtigste hier auf der Messe für uns. Finde ich gut, dass du das auch mit dem Feedback sagst, weil das zeigt, dass ihr wirklich, dass euch das wichtig ist und dass ihr damit dann auch anschließend etwas anfangen wollt. Ne? Jetzt habe ich noch draußen das Schild Sounds Clever gesehen. Ja. Was hat es damit auf sich? Das ist, wie ich finde, eine sehr spannende Initiative von der High-End, vom Veranstalter hier. Und zwar, ja, es ist ja einfach so, wenn du hier durch die A drin läufst und durch die Räume gehst, dann gibt es ja da Anlagen zu hören im 6-, vielleicht sogar 7-stelligen Bereich. Und das ist ja mal toll, so eine Erfahrung zu machen, sowas zu hören. Ja. Aber nicht wenige gehen halt dann raus und denken, okay, super, klingt richtig geil das Zeug, aber so what, ich kann es mir nicht leisten. Ne? Und dieses Sound Clever Konzept, das sagt eigentlich aus, dass Aussteller die Möglichkeit haben, Anlagen, also spielfähige Anlagen zu präsentieren unter 5.000 €. Also wirklich High-End Hi-Fi für den Einsteiger. Mit den 5.000 € muss aber alles abgedeckt sein. Also das muss wirklich spielfertig präsentiert werden. Da muss ein Player dabei sein, da muss der Lautsprecher dabei sein, da muss das Kabel dabei sein. Also wirklich Plug and Play. Und das ist, wie ich finde, eine sehr, sehr interessante und spannende Initiative der High-End, weil eben dann die Leute hier sitzen und das war heute echt spannend zu beobachten. Die sitzen hier, hören das an und dann war ja, Sounds Clever, was bedeutet das? Und dann sagen wir, ja okay, Anlage unter 5.000 €. Ja, die Lautsprecher, nee, alles. Wow. Pro Stück. Ja, nee, und das war wirklich sensationell zu beobachten, wie die Leute dann reagieren, weil die das gar nicht gewohnt sind von der High-End. Ne? Und insofern ja, war das die komplett richtige Entscheidung, auch mal in dem Bereich was anzubieten. Finde ich auch gut. Ja gut, ihr habt eine Sounds Clever fähige Anlage hier. Worin besteht die? Also welche Lautsprecher sind das? Welche Modelle? Ja, also das sind natürlich Lautsprecher von unserem Vertriebspartner, beziehungsweise von der Marke, die wir vertreiben in Deutschland, Österreich und der Schweiz, von Audiovector. Ja. Und aus der Audiovector-Serie ist es der Q3 Standlautsprecher. Das Besondere ist bei dem Lautsprecher, dass er in Dänemark gefertigt wird. Also die verfolgen, das war auch wichtig bei der Auswahl des Partners Audiovector, die eine ähnliche Philosophie wie wir, sprich die haben eine Manufaktur, da wird alles in Handarbeit gefertigt. Die Chassis, das ist nichts von der Stange, die sind von dem, das kennst du vielleicht, dem Chassis-Hersteller Scanspeak aus Dänemark, sind das individuell auf Audiovector zugeschnittene Chassis, die da drin verbaut sind. Also auch die Liebe zum Detail steckt da drin. Das ist ja auch das, was wir verfolgen. Der Player, das ist von Primare, der i15, das ist ein Vollverstärker mit integriertem Streaming-Modul, also quasi eine All-in-One-Lösung, genau. Und verkabelt ist das Ganze dann mit einem Micro-Air-Kabel aus unserem Haus. Und der Gesamtpreis? Der liegt bei ca. 4.800 €. Oder sogar unter 5? Unter 5, genau. Sehr, sehr cool. Ja, du hast es gerade noch kurz angerissen davor, Feedback, speziell jetzt zu dieser Sounds Clever Anlage. Ja, das sind die überraschten Gesichter, wenn man dann tatsächlich, also die Leute, die haben das nicht auf dem Schirm, dass die Sounds Clever Geschichte an diesen Preis gebunden ist. Ja. Und wenn die dann, das ist halt immer so die Frage, ja, was kostet denn das? Ne? Und wenn du dann eben den Preis nennst, 5.000 €, da dann fällt ihnen die Kinnlade runter, weil sie es A nicht gewohnt sind und vielleicht auch diese Qualität nicht erwartet haben zu diesem Preis, weil das alles schon zum Teil halt wirklich in Sphären ist, wo die von
per se schon erwarten, das kann ich mir eh nicht leisten. Und wenn die dann aber hören, okay, 5.000 Euro, hey super, da könnte ich mir tatsächlich mal überlegen, das wäre der Einstieg für mich. Ne? Also insofern absolut positives Feedback und das werden wir garantiert nächstes Jahr wieder so machen. Tolle Sache. Ja. Ich weiß das jetzt gar nicht so genau. Ist das wirklich das erste Mal, dass es dieses Sounds Clever Modell gibt? Für uns, also wir nehmen das erste Mal teil, das gab es aber schon Das gab es schon in den Messen vorher. davor. Siehst du, es ist mir nicht aufgefallen. Ja. Naja, Neuheit? Ja, wir haben natürlich auch aus unserem Hause eine Neuheit, eine ganz besondere Geschichte, weil das die erste Elektronikkomponente ist, die wir komplett in-house entwickelt haben und auch komplett in Ballrechten Dortingen fertigen. Das ist ein neuer Stromverteiler. Vielleicht ganz kurz, das Besondere an dem Gerät ist die Tatsache, dass wir auf analoge und digitale Geräte zugeschnittene Filterkonzepte einsetzen bei dem Gerät. Also es ist ein serielles Filterkonzept für analoge Geräte und ein paralleles Filterkonzept für digitale Geräte. Ja. Sodass wir da auch nochmal im Detail im Prinzip auf die verschiedenen Anwendungsbereiche eingehen und einfach den sauberen Strom liefern. Das ist jetzt mal in aller Kürze, da steckt natürlich viel mehr dahinter, aber das kann man ja auf der Website nachlesen, uns anrufen und so weiter. Aber das Thema Strom ist nicht nur hier auf der Messe, sondern auch in Zukunft bei uns, nimmt das einen ganz hohen Stellenwert ein. Ab wann wird das auf dem Markt sein? Das wird voraussichtlich Mitte Juli, Ende Juli dann auf dem Markt sein. Okay. Kriege ich das zum Test? Ach, selbstverständlich, Dimi. Mal gespannt, wie es dir gefallen wird. Cool, vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst ein Like und ein Abo. Und wenn ihr auf jeden Fall neu seid auf meinem Kanal, dann bitte erst recht ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.